Ich begrüße dich wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. In diesem Video geht es um die astrologische Zeitqualität für Oktober 2023. Oktober wird ein sehr spannendes Monat. Wir werden zwei Finsternisse haben, eine Sonnenfinsternis und eine Mondfinsternis. Und da wird es ganz stark darum gehen, unser eigenes Licht strahlen zu lassen und selbst eine kleine Laterne auf unserem Weg zu sein. Pluto ist der Planet, der uns schon länger beschäftigt. Er wechselt immer wieder von Steinbock in Wassermann. Aktuell ist er gerade in Steinbock, ist aber am 24. September bereits stationär geworden. Das bedeutet, er bereitet sich auf den Richtungswechsel vor. Stationär heißt, er bleibt stehen bis 27.10., damit er dann ab 28.10. in die Direktläufigkeit gehen kann und sich wieder auf den Wassermann zubewegt. Da geht es ganz stark um aktive Transformation alter Themen, um wirklich Authentizität, dass wir selber werden, dass wir wieder ein Stück weit mehr in die Selbstbestimmung kommen. Und es ist quasi wie eine neue Geburt. Es geht ein Stück weit auch ums Ego-Sterben. Das heißt, da, wo wir noch sehr im Ego verhaftet sind, wo wir uns persönlich angegriffen fühlen, wo wir beleidigt sind, wo wir uns zu viele Sorgen machen, wo wir noch nicht ganz vertrauen können, da wird Pluto noch einmal ein bisschen ausreinigen und sagen, das Ego ist das, was uns eigentlich festhält in unseren Ängsten, in unseren negativen Stimmungen. Es geht darum, wirklich loszulassen und alles, was uns in dieser alten Welt festhält, abzustreifen. Wir sind praktisch schon in Vorbereitung auf den Jänner, wenn dann der Pluto wieder in den Wassermann geht. Im Herbst geht es also ganz stark um kollektive und persönliche Reinigungsprozesse. Saturn wird im Oktober auch stationär, und zwar am 30.10. Das dauert bis 8.11. an und er wird dann ab 9.11. direktläufig werden. Worum geht es bei Saturn? Saturn ist zuständig für die Überprüfung, was wir glauben und woran wir glauben. Er befindet sich auf 0 Grad Fische. Es geht um einen Realitätscheck unserer Visionen, Wünsche und Träume. Sind wir schon in die Richtung? Unterwegs? Sind wir schon angekommen? Oder was braucht es noch, dass wir wirklich unsere Visionen, Wünsche und Träume in die Realität umsetzen? Da brauchen wir möglicherweise auch viel Rückzug und das Alleinsein, ob es in der Natur ist, ob wir uns zurückziehen zu Hause oder ob wir einfach einige Stunden für uns gestalten. Das wird ein wichtiger Punkt sein im Oktober und auch genau in diesem Herbst. Es wird noch einmal unser Urvertrauen geprüft, ob wir schon darauf vertrauen können, dass alles zum richtigen Zeitpunkt zu uns kommt und auch in die richtige Richtung läuft. Weitere rückläufige Planeten bis Dezember bzw. bis 2024 sind Neptun in Fische aktuell, Jupiter in Stier, Chiron in Widder und Uranus in Stier. Das heißt, es sind alle Langsamläufer in der Rückläufigkeit und bereiten uns schon ganz gut auf das Jahr 2024 vor, in dem es noch einmal ein Stück weit in die Umsetzung unserer Träume, unserer Wünsche, unserer neuen Realität geht. Aktuell befindet sich die Sonne im Waagezeichen, das heißt, der Oktober ist das Monat der Waage. Da geht es ganz viel um Beziehungen, auch um die Beziehung zu uns selber und um einen Ausgleich zu finden. Wo möchten wir noch in Balance kommen? Wo ist es wichtig, dass wir unsere eigene Balance behalten? Und wo gehen wir auch ein Stück weit wieder auf den anderen zu und lassen andere Ideen und Menschen in unser Leben? Es geht sehr viel um wie innen so außen, um Beziehungsthemen und um unsere innere Balance. Am 23.10. wechselt dann die Sonne in das Zeichen Skorpion und da geht es dann ganz stark um unsere inneren Prozesse. Die werden sich dann im November noch einmal genauer zeigen. Wichtige Konstellationen im Oktober. Wir sehen, Merkur hat einige wichtige Konstellationen. Einmal eine Opposition mit Neptun, dann ein Trigon mit Pluto. In der Zeit handelt es sich noch um einen Morgenstern, also um einen sogenannten Zwilling Merkur. Wir sehen, das wird sich gerade Anfang Dezember noch ereignen. In einer Opposition mit Neptun geht es ganz stark darum, dass wir auf unsere Intuition hören und weniger auf unser Denken, dass wir uns orientieren nach unserer inneren Stimme, nach unserer inneren Führung und da dürfen wir schon die ersten Versuche starten, wie sehr vertrauen wir auf unser Bauchgefühl und wie sehr können wir schon unseren Kopf ausschalten. Merkur, Trigon, Pluto ermöglicht uns, dass wir wirklich authentisch sind in unserer Kommunikation, dass wir Dinge aussprechen, die wirklich aus unserer tiefsten Intuition kommen. Vorher hat Neptun schon daran gearbeitet. Da wird es ganz gut sein, wenn wir Gespräche führen. Das ist ideal,
Dinge, die noch nicht besprochen worden sind, die noch in der Schwebe sind, wirklich noch einmal genauer anzusprechen und ehrliche Worte zu finden. Wenn dann Merkur zu einem Jungfrau-Merkur wird und die Seite von der Sonne wechselt, also ein Abendstern wird, begibt er sich in das Quadrat zu Pluto. Ein Jungfrau-Merkur hat sehr stark mit Wahrnehmungsfähigkeit zu tun, mit Reflexion, und in Kombination mit Pluto geht es darum, wirklich in die Tiefe zu gehen. Es geht um wirkliche Reflexionsarbeit, um Ausreinigung unserer Gedanken, um Ausreinigung unserer Themen, die wir noch immer mitschleppen in unserem Alltag und die wir dann letztendlich schon loslassen dürfen. Das ist so der Reinigungsprozess, von dem ich eingangs schon gesprochen habe, der ganz, ganz wichtig sein wird in diesem Herbst. Gegen Ende des Monats wird Merkur eine Konjunktion zum Mars haben und beide dann eine Opposition zu Jupiter. Der Merkur ist natürlich ein Jungfrau-Merkur, da geht es um Reflexion, um Wahrnehmung, und Mars ist immer unser Entscheidungsfaktor. Wenn Merkur und Mars eine Konjunktion haben, dann geht es bei diesem Jungfrau-Merkur um Wahrnehmungsfähigkeit, um Reflexion und bei Mars um unser Handeln. Das bedeutet, dass wir uns schon auch überlegen dürfen oder zuerst reflektieren, bevor wir in die Handlung kommen. Und Jupiter in Opposition zeigt uns, wo macht es wirklich Sinn zu handeln, wo macht es Sinn, aus dem Alten auszusteigen und uns wirklich auf neue Wege zu begeben. Da geht es stark auch um unsere Erfahrungswerte, auch wenn im Außen wieder Themen kommen, die sehr bekannt sind, gehen wir diesmal andere Wege. Also es ist die Zeitqualität sehr gut, dass wir dieses Mal Fortschritte machen. Mars macht dann auch noch Anfang Oktober ein Quadrat zu Pluto. Da wird auch unsere Entscheidungsfähigkeit im Sinne von eigenmächtigem Handeln, selbstbestimmtem Handeln überprüft. Und da wird es auch ganz wichtig sein, dass wir unseren eigenen Weg gehen und auch dranbleiben, unsere Entscheidungen treffen im Sinne unserer Unabhängigkeit, unserer Eigenmächtigkeit und unserer Selbstbestimmtheit. Es geht wirklich um authentisches Handeln, was uns mit einem Quadrat vielleicht nicht immer ganz leicht fallen könnte. Aber die Chancen stehen gut, dass wir es schaffen. Venus ist dann Anfang des Monats in Opposition zu Saturn. Es handelt sich um eine Stier-Venus. Hier werden mit Saturn unsere Werte überprüft. Stehen wir schon an unserem richtigen Platz? Können wir für uns schon einstehen? Können wir uns auch gut abgrenzen? Können wir unsere Maßstäbe setzen, wo unsere Grenzen sind? Wenn dann Venus, die Stier-Venus, Ende des Monats ein Trigon zu Uranus bildet, dann sind wir wirklich im Wertewandel. Dann haben wir es geschafft, auch wirklich nach der Überprüfung unserer Werte, nach der Überprüfung unseres eigenen Standpunktes, dass wir dann neue Schritte setzen und uns wirklich auch abgrenzen und sagen, nein, ich gehe in das Neue, ich möchte die alte Situation verlassen, ich möchte alte Arbeiten verlassen, alte Beziehungen auflassen. Ich möchte einfach einen Schritt weitergehen in das Neue, in die Veränderung. Also da ist gerade Ende des Monats sehr interessant, weil wir viel weiterbringen können. Die Sonne bildet einmal ein Quadrat zu Pluto, auch in der zweiten Hälfte des Oktobers, und einmal ein Trigon zu Saturn. Da sind wir voll im Transformationsprozess, aber auch in unserer Klarheit, wohin wir uns als Persönlichkeit entwickeln wollen. Also es wird gerade Ende Oktober sehr, sehr spannend werden, weil wir da wirklich neue Wege beschreiten können, Neues einleiten können, damit wir das eigene Licht leuchten lassen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir aus der Tiefe unseres Seins agieren und leben und wirklich authentisch sind und unser wahres Selbst leben. Am 14. Oktober um 19:45 Uhr haben wir einen ganz besonderen Neumond. Er findet in der Waage statt auf 21,07 Grad. Und dieser Neumond ist begleitet von einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Das bedeutet, bei Neumond kann eine Finsternis, eine Sonnenfinsternis stattfinden, wenn die Mondknotenachse, und wir sehen das hier an dem Pfeil hier, da haben wir den absteigenden Mondknoten, hier haben wir den aufsteigenden Mondknoten, und wenn diese Mondknotenachse sich in der Nähe dieses Neumondes befindet, nämlich von dieser Mond-Sonne-Konjunktion, dann findet eine Sonnenfinsternis statt. Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond wie bei einer totalen zentral vor die Sonne.
Wegen einer großen Entfernung zur Erde kann jedoch die Sonnenscheibe nicht komplett verdecken. Und das sehen wir hier an dieser Umrandung. Ja? Warum ist das diesmal so? Es geht immer darum, je näher diese Mondknotenachse bei dem Neumond steht, ja, desto totaler ist die Finsternis, diese Sonnenfinsternis. Und je weiter weg diese Mondknotenachse steht, das kann bis zu 18 Grad sein, bis zu 18 Striche, umso partieller oder auch ringförmiger kann die Sonnenfinsternis sein. Sichtbar ist sie mitteleuropäische Sommerzeit zwischen 17:03 und 22:55 Uhr. Ja, worum geht es bei diesem Neumond mit dieser ringförmigen Sonnenfinsternis? Das ist ein ganz interessantes Thema, sehr stark. Da muss man dann immer schauen, ob an dem eigenen Geburtshoroskop irgendwo angetriggert wird. Und wir haben hier einen Zwillingsaszendent mit einem Merkur, das ist auch ein Morgenstern, der sich genau hier bei der Konjunktion von Sonne und Mond befindet. Das heißt, die drei gehören zusammen, bilden ein sogenanntes Stellium. Und dieser Merkur steht ganz stark auch in Bezug zu dieser Sonnenfinsternis. In Opposition sehen wir hier Chiron im Widder. Da geht es ein Stück weit auch um unsere Wunde, mutig zu sein, mutig Neubeginn zu gestalten, auch klare Worte auszusprechen und einen Neubeginn zu starten im Sinne von einem neuen Mindset. Vielleicht haben wir neue Projekte am Laufen und sind noch nicht ganz sicher, ob wir in diese Richtung gehen möchten. Es geht natürlich ganz stark darum, den Mut zu haben, unsere Wunden noch einmal anzuschauen. Warum trauen wir uns gewisse Dinge nicht tun? Woran liegt es? Und es geht ganz stark auch darum, etwas auszusprechen und sagen, ich starte jetzt etwas Neues. Das kann sowohl in Beziehungen sein, das kann auf privater Ebene sein, das ist natürlich auch kollektiv vorhanden auf der ganzen Welt. Das wird uns alle betreffen. Sollten sich irgendwelche Themen wiederholen, werden wir mutig sagen, nein, wir gehen jetzt einen anderen Weg. Wir sehen das heute anders. Diese Mondfinsternis findet im Zuge des Vollmondes am 28.10. statt, mitteleuropäische Sommerzeit 22:24 Uhr. Diese Mondfinsternis ist sichtbar, mitteleuropäische Sommerzeit zwischen 20:01 und 0:26 Uhr, jedoch definitiv sichtbar in Europa, Asien, Australien, Afrika, Nordamerika, Großteil von Südamerika, Pazifik, Atlantik, Indischer Ozean, Arktis und Antarktis. Vollmond in Stier auf 5:09 hat einen Aszendent Krebs und findet auf der Häuserachse 5:11 statt. Wir haben auch hier die Nähe der Mondknotenachse. Vollmond kann es sich nur, soweit die Mondknotenachse in der Nähe von Mond und Sonne sich befindet, um eine Mondfinsternis handeln. Also bei Vollmond mit Nähe zur Mondknotenachse gibt es eine Mondfinsternis, eine partielle, also eine teilweise deshalb, weil diese Mondknotenachse doch ein größeres Stück weit entfernt ist von dieser Sonne-Mond-Opposition. Das darf maximal 18 Grad sein und in diesem Orbis, wie man das auch bezeichnet, kann dann diese Finsternis stattfinden. Es ist die 4. Finsternis im Jahr 2023. Eine partielle Mondfinsternis entsteht, wenn der Kernschatten der Erde nur auf einen Teil der Mondoberfläche fällt. Bei dieser Art der Mondfinsternis befinden sich Sonne, Erde, Mond auf einer annähernd geraden Linie, sodass ein Teil der Mondoberfläche den äußeren Rand des Erdschattens streift. Worum geht's? Mit einem Krebsaszendent schauen wir uns natürlich den Mond ganz stark an und nachdem es sich ja um den Vollmond handelt, ist das auch eine sehr, sehr besondere Zeit. Auch Merkur steht wieder sehr in der Nähe dieser Finsternis. Es handelt sich aber dieses Mal um einen Abendstern, also um einen Jungfrau Merkur, der auch den Mars im Paket hat. Das haben wir vorhin schon erwähnt bei der Konstellation Ende Oktober. Da geht es ganz stark um Reflexion unseres Handelns, um wirklich wahrzunehmen, was macht Sinn mit Opposition Jupiter, wofür setzen wir uns ein, welche Dinge sind uns wichtig, wofür treffen wir Entscheidungen und immer stets mit dem Aszendent Krebs entspricht es unseren Bedürfnissen, geht es uns dann auch noch gut.
Es geht ein Stück weit schon sehr stark auch darum, auf unsere Wahrnehmung zu horchen, auf unsere Bedürfnisse zu achten und hineinzufühlen und schauen, wie geht's denn mir dabei, wenn ich meine Entscheidungen treffe oder wenn auch Entscheidungen getroffen werden. Alles, was jetzt im Außen passiert, wird durch unseren Selektionskanal, durch unseren Gefühlskanal einmal durchgehen müssen, damit wir herausfinden, wie geht's uns damit? Wie geht's uns in Beziehungen? Wie geht's uns an unserem Platz, an unserem Arbeitsplatz, an unserem Wohnort? Wie geht's uns mit unserer aktuellen Situation? Und Vollmond erfüllt sich immer etwas. Das heißt, auch hier können wir in unserer vollen Überlegungskraft Entscheidungen treffen, die dann grundlegend sein werden für das Weitere in diesem Herbst und auch für 2024. Ja, das war die Zeitqualität für Oktober 2023. Wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir diese Zeitqualität immer in Bezug zu unserem Geburtshoroskop sehen. Man müsste das dann immer drüberlegen auf unser Geburtshoroskop und schauen, ob die Finsternisse oder auch die bestimmten Konstellationen oder auch die rückläufigen Planeten einen Planeten oder einen Punkt in unserem Radix berühren, sodass wir dann genau herausfinden, wo uns diese Themen berühren und mit welchen Aufgaben wir im Oktober wirklich zu tun haben. Ich wünsche dir eine gute Zeit, einen schönen Herbst, viel Stille und Ruhe, damit auch du durch den Transformationsprozess gehen kannst, damit du deine Balance findest und damit du auch wirklich ganz gut für das neue Jahr, für 2024 vorbereitet wirst und dass du deine Ausreinigungsprozesse in diesem Herbst und besonders jetzt beginnend im Oktober gut durchführen kannst, dass du gestärkt und gereinigt dann in das neue Jahr gehen kannst. Ich schicke dir liebe Grüße, freue mich, wenn du mir ein Like hinterlässt, wenn du meinen Kanal abonnierst oder mir sogar schreibst, wie es dir gerade geht. Von Herzen alles Liebe und bis zum nächsten Mal.